So, und weiter geht's mit Genshin. Und ja, es ist Mittwochabend, es sind Ferien, das heißt, ich muss morgen früh nicht hoch. Um 6, okay, halb 7. Mittlerweile stehe ich um halb 7 erst auf. Ja, keine Berufsschule und so weiter und nächste Woche Urlaub und dann Feiertag übernächste Woche und noch ein Urlaubstag und yay. Und eigentlich wollte ich heute Abend schon sehr viel mehr aufnehmen, aber habe mal gerade eine knappe Dreiviertelstunde aufgenommen und das für eine 5 Minuten Oberweltquest, aber gut. Ich bin noch ein bisschen so rumgerannt und habe hauptsächlich eigentlich wieder mit OBS rumgetestet nebenbei. Weil gar nicht mal so sehr. Geht eigentlich. Ich habe mittendrin, weil ich einmal Pause gemacht habe, weil ich OBS neu starten wollte aus irgendwelchen Gründen, da habe ich mit OBS rumgetestet. Mit dem Resultat, dass ich wieder nichts Besseres hinbekommen habe. Aber ja, ich kann zumindest sagen, dass es nicht immer davon abhängig ist, dass die Average Time to Render Frame in die Höhe schießt. Es ist ein Indiz hin und wieder, dass wenn dieser Wert höher geht oder Flug... Ja Gott, ich habe das deutsche Wort dafür nicht. Nehmen wir das englische Wort, was gerade in Genshin angesagt ist, Fluctuates, also hin und her schwenkt. Dann okay, dann klappt es. Und ich sehe jetzt auch gerade schon wieder, dass ich jetzt schon wieder bei einer Millisekunde bin. Statt eigentlich mal 0,5 oder so normalerweise, aber... Ja, ich glaube, je mehr V-Sync oder je mehr Syncing-Methoden ich nutze, desto länger dauert es, ein Frame zu verarbeiten. Ich weiß auch gerade gar nicht, habe ich jetzt gerade V-Sync an oder auf Fast für OBS? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Habe ich überhaupt irgendwas dafür an? Hab nochmal raus. Äh, Systemsteuerung. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Settings resettet und ich habe, glaube ich, kein, ja, hier, High-Performance-Modus mehr für die Grafikkarte aktiviert. Okay, das ist Sonic Frontiers. Wo ist OBS? Da oben. Ich habe nichts aktiviert in OBS, außer vertikale Synchronisierung auf ein. Also auf on. Also außer stehe ich ein, dass die ein, also on mit ein übersetzen. Ich meine eingeschaltet, ja, aber nee, werde ich doch eher angeschaltet sagen, oder? An und aus. Statt ein und aus. Naja. Ist vielleicht sogar korrekt. Aber egal. Also V-Sync habe ich auf OBS aktiviert. Ich habe River Tuner global 120 Hertz bis 119,998 als FPS-Tag gegeben. Habe ich noch. Dann habe ich meine Genshin-Settings so wie immer. Und ich habe jetzt mal testweise wieder V-Sync Ingame aktiviert. Ob es irgendwelche Unterschiede macht, weiß ich nicht. Jetzt gerade sieht es aber einigermaßen gut aus. Jetzt wo ich hier so stehe, aber das ist halt auch ein altes Gebiet und ich habe das Gefühl, alte Gebiete sind vielleicht etwas besser, was Performance angeht. Könnte echt gut sein, dass hier vielleicht noch sauberer gearbeitet worden ist, was wann Sachen geladen werden, wie Sachen geladen werden. Und später einfach so, ja, einfach alles, was gerade geht. Aber gut, jetzt bin ich auch, ja, wobei jetzt bin ich auch wieder bei 0,5 Millisekunden. Also ich weiß nicht, warum er teilweise echt direkt so schnell im Pausenscreen auf 1,4 jetzt hochgeht. Reden wir keine Ruckler. Trotz 1,7 Millisekunden. Oh mein Gott. 2,0 Millisekunden. Und es sind keine Ruckler. Ist das jetzt echt nur wegen V-Sync wieder in-game? 2,2? Mein Bild ist auch flüssig in-game? Oh mein Gott. Habe ich es gefixt bekommen, mehr oder weniger? Zumindest in Leroy läuft's. Gut. Das wird ein gutes Event. Solange bis ich den ersten Ruckler sehe und mich wieder auskotzen muss. Aber gut. Ja, Event ist ganz gut, denn ich wollte jetzt heute Abend noch zumindest den ersten Part von dem Poetry-Event oder so machen. Congenial Gathering. Waterborne Poetry Part 1. Congenial, ja so, ja. Go to Wangshu Inn. You hear that Monster and Leroy are hosting a joint event and decide to take a look. Ich hatte mich eingeloggt, glaube ich, und hatte dann random wieder diese Quest-Texte bekommen. Ich glaube, die habe ich aber diesmal am Rechner gemacht, weil das abends war. Also wenn ich mal ganz kurz in Share X reingucke, was ursprünglich mal Dingens war. Push. Ja gut, Push mit Doppel-U, Push. Ja, passt schon. Weiß nicht, irgendwann war, glaube ich, Push mit den hier Share X integriert und seitdem habe ich halt Share X. Keine Ahnung.
So, und das sind die beiden Screenshots. Ja, stehen Mondstadt rum und ich habe schon Nivellette gehabt. Also war das Mittwochabend wahrscheinlich. Jetzt heißt es nur rausfinden, welcher I der once considered keeping richtiges some pets in my Dingens office, ist. but soon gave up on the Ich habe idea. 2 It's Screenshots. just not right to keep small animals where they Wechsle ich jetzt auf won't die be Szene, able um to die see the Bilder zu sun. zeigen? Nee, machen wir nicht. Ja, komm, können wir doch machen. Habe ich irgendwas Verwerfliches hier gerade? Nee, habe ich nicht. Monitor Capture. So. Waterborne Poetry, now available. Available? Available, oder? Da ist noch ein L zwischen. Apparently, Monster and Lyra are organizing a joint event. That's pretty cool. Wonder what occasions brought them together? Let's ask around and see if we can find out. Now we just need a major transport hub where lots of travelers trade info. Preferably one that's high up with a great line of sight. Ja, das einzige Ding, was irgendwie Menschen hat zwischen den beiden Nationen. Das Wangshu Inn, wo wir schon stehen, als man es noch nicht gesehen hat. Doch, hat man. Ich habe die Kamera rumgeschwenkt. Nebenbei nutze ich jetzt auch wieder die Genshin Capture, also die Window Capture. Denn egal wie ich es drehe und wende, ich habe das Gefühl, die Windows 7 Window Capture läuft zumindest bei Genshin deutlich angenehmer und flüssiger als die Game Capture. Es kann aber auch auf das Spiel ankommen, jeweils. A word of advice, don't break. Aber gut, ist erstmal egal. So, ich nehme es zurück, es ruckelt. Vielleicht braucht er einen kleinen Moment, um sich zu fangen wieder. Bin bei 0,6 Millisekunden, also davon ist es nicht abhängig. Was habe ich jetzt gemacht, dass ich habe nur die Szene kurz gewechselt. Was anderes habe ich nicht getan, jetzt ruckelt es auf einmal. Trotz 0,5 Millisekunden. Ich habe nichts gemacht, Spiel, was ist dein Problem? Pausenmenü. Nö. Es ist interessant. Es ist jetzt nur ein ganz feiner Lag im Endeffekt. Aber ich sehe ihn halt. Ich sehe ihn volle Kanne. Also wenn ich jetzt mal auf die Game Capture kurz wechsle, nur so aus Interesse. Okay, die Game Capture ist komplett gebrickt worden irgendwie. Weiß nicht wieso, aber die hat er komplett jetzt nicht. Was geht denn da ab? Ich hab doch nichts geändert eigentlich, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay, cool. Nehme ich schon wieder 7 Minuten auf und habe mal gerade nur gesagt, I was ich once gemacht habe die considered letzten keeping paar some Stunden. pets in Cool. my office, but soon gave up Ja, on das ist the jetzt irgendwie idea. interessant. Liegt das It's jetzt... just not Achso, right to warte keep mal. small animals where they Klappe, won't be able to Rice. see the sun. Liegt das jetzt eigentlich eventuell... Das könnte jetzt eigentlich an Dingens liegen. An Rivertune eventuell. Bin mir aber nicht sicher. Weil ich jetzt diesen Microsoft API Hook nicht aktiv habe. Aber, oh Wunder, ich wechsle auf die Szene und jetzt läuft es wieder normal. Okay. Ja, egal. Also wie wir sehen, es liegt nicht an der Render-Time. Und da geht die Render-Time wieder hoch und in dem Moment geht's los. Are you fucking serious, Game? Seit eben ging's doch auch mit der Render-Time. Verstehe es nicht. Was ist dein verficktes Problem, Spiel? Weil ich kurz rausgetappt war, oder was? So, wir reintappen, klicken ein paar Mal. Ja, keine Ahnung. Gut. Ich sollte echt mal das 11 versuchen mal zu installieren. Ich meine, es kann nicht schlimmer werden, hoffe ich. So. Soll ich zu dir? Nicht so nach oben. Okay. Doop-di-doop-di-doop-di-doo. Wait, ach so, weil Ventin Bade ist und Hutau am Rappen ist. War das Lantern Ride dieses Jahr, wo die zusammen waren irgendwie? Wo Venti hier rumgetänzelt ist in Liebe? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist trotzdem interessant, das gerade zu sehen. Have you ever seen these stickers on my back? Do me a favor and Lol, das sehe ich jetzt erst. Malazines like to play pranks sometimes. Klappe Risley. Man sieht von hier aus ja relativ gut Fontaine. Aha. Da hinten sind die Berge jetzt aus dem aktuellen Patch. Nur von der anderen Seite. Da ist der komische riesige Turm. Warte mal, habe ich jetzt schon wieder In-Game-Ruckler bei mir gerade gemerkt? Da ist das Quingsche Village. Und da ist doch eigentlich dann das Shenyu Vale. Das muss eigentlich da in dem Bereich kommen irgendwie.
mit 4.4 oder wann das war. Weil da ist ja auch irgendwie der, ich glaube da vorne mittig beim Berg zu sehen ist der Hafen. Da ist der riesige Turm, der dann vielleicht für 3. Für 3 vor allem. 4.2 interessant wird. Okay. Joa. Wird interessant, wenn echt die Map in die Richtung quasi so ein bisschen angepasst wird. Ich meine, ist das viel. Hä? Achso, er guckt da, wo der Pfeil guckt dahin, wo ich hinstehe. In die Richtung. Ja, ich will nicht runterfallen. So, die Richtung. Ja, 4.2 ist halt hier noch so. Also ist die Hälfte. Ja, gut, sagen wir mal ein Drittel hier zwischen. Ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht von. Ja, von hier aus wahrscheinlich das Genuell rübergezogen wird. Ja, es könnte sein. Also ungefähr so groß wie die Chasm, wenn es nur eine Oberwelt ist. Ja gut, könnte sein. Gut. Uta und Venti, was habt ihr zu labern? Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Das glaube ich nicht. Das kaufe ich euch nicht ab, dass ihr jetzt über mich geredet habt. Hello, you two. What are the odds? It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. As ever, never a dull moment on this Tabor trip. Excellent. I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about one certain traveler and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. What the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Oh mein Gott. Accounting Festival. Ich muss es antworten. It's not, though that does sound fun. Maybe we missed an opportunity. In fact, it's a poetry gala, jointly hosted by representatives from both Mondstadt and Liyue. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the Neighboring Nations Congenial Poetry Gala. Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved! Oh no. Forsooth, I am one to dabble in verse. Sure, I'm looking forward to everyone's poems. Oh, Paimon, sure you'll be amazing! Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away! Ich habe keine Ahnung mehr. The sea of clouds, was? The sea of clouds, clouds always return. Oh,
Looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. Alright, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. I already told you, I'm not going. Xiao, you're here too! Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Und dann gammelt er die ganze Zeit auf dem Wangshu-Inn ab oder wohnt hier mehr oder weniger und ja. Gut, die Leute bleiben nicht lange, aber trotzdem. Außer die hier arbeiten. Aber gut, wenn du meinst, mach halt weiterhin auf Emo und schmoll rum. Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Join us, it will be fun. I'll consider it. Ist er gerade rot geworden? Ich glaube ja. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Ich finde es aber merkwürdig. Waterborne Poetry Part 1, bla bla, startet. Ich finde es aber merkwürdig, wenn irgendwie die Hauptquest gerade in Fontaine spielt und dann Events außerhalb sind. Als ob wir jetzt mittlerweile irgendwie... Ich meine, wir können uns porten. Ich weiß nicht, ob das so in Lore verankert ist, dass es möglich ist oder gedacht ist, dass man das kann, aber naja. Ach ja, Venti. Hutau, Venti, ja komm. How about that for an opening? Yes, I like it. But if we could give it a bit more oomph, it would be even better. Ihr wollt dem Ganzen ein bisschen mehr einer deutschen Rockband oder so geben? Eckstein, alles muss versteckt sein. Und so weiter und so fort. Links, rechts, geradeaus. Du kommst nicht mehr raus. Und Sandman. Das sind die einzigen 3 Lieder, die ich kenne. Und das erste davon habe ich nur als Kind gehört und die anderen beiden, ja, das Sandman durch den Deutschunterricht und das andere halt, als ich mal nach der Band ein bisschen geguckt habe. Ist ganz nett. Wie war das Genre, Subgenre irgendwie? Neue deutsche Härte, Welle oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Fan von deutschen Bands, Sängern, Soundtracks und so weiter. Die sind alle irgendwie... Ich meine, Anime-Soundtracks und englische sind auch edgy und cringe teilweise, aber wenn man die Sprache direkt versteht und dass alle in dem gleichen, also alle aus dem Land das verstehen können, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Aber deutsche Covers zu irgendwelchen englischen Sachen, die sind meist okay. Oder japanische Sachen. Aber egal, gut. I think we should lead with a bang, dip into a slippity slide, then whoosh into a whoop whoop boom! Got it? Got it. Completely understood. Wirklich? Kaufe ich ihm nicht ab. Gut. Hatte ich jetzt gerade echt In-Game-Ruckler? Ein ganz kleines bisschen, glaube ich, oder? Aber gut. Das ist definitiv wieder am Ruckeln gerade. Das trotz 0,75 Millisekunden. Es ist doch nicht...
Ist doch nicht wahr. Bei mir ist alles flüssig. Ist das jetzt durch V-Sync, dass es so schlimm wirkt? Könnte sein. A word of advice, don't break the law. Is there anything else? Das ist Yeah, halt konstant seriously, jetzt. don't break the law. Mit V-Sync anscheinend. Was ist, wenn ich nur V-Sync mache und V-Sync, also V-Sync in-game jetzt hier noch aktiviere, aber in Dingens deaktiviere? Im Nvidia Control Panel. Ich würde es gerne testen, aber dann komme ich hier nicht mehr weiter heute. Also müssen wir jetzt die nächste halbe Stunde mit der Quest damit leben. Go to Stone Gate. Wieso sind die da hinten alle? Machen die jetzt da Party oder was ist jetzt Sache? Ich dachte, wir machen hier Party beim Inn. Uff. Wow, it's so lively. Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Aha. Läuft es echt nicht besser. Ich dachte, es läuft besser, aber es läuft nicht besser. Ich würde es echt gerne testen direkt, aber ich habe keinen Bock. Ja, oder? Ach komm, ich muss schon wieder Sachen zusammenschneiden. Ich nehme mal Vision kurz wieder raus und probiere aber dann halt hier oben rum. Moment. Wo ist es? Nehme ich in schon wieder? Eigentlich muss ich nicht beim In rumprobieren, sondern woanders. Jetzt habe ich wieder frische hergeportet. Jetzt läuft's. Gut. Wie gesagt, dann bin ich nochmal ganz kurz weg und teste hier rum. Mal gucken, wo ich gleich wieder anfange. Vielleicht mache ich was morgen weiter, wenn es zu spät wird, jetzt mal rumtesten. Aber gut, ich habe zumindest ein bisschen was aufgenommen. Das erste Gespräch, yay. Ich würde gerne Zukunfts-Oni. So, ungefähr 10 Minuten später habe ich jetzt wieder rumprobiert. Ich glaube, ich habe jetzt im Nvidia Control Panel das Ganze auf Fast gestellt. Habe jetzt V-Sync in-game an. Und 120 oder 119 Frames eingestellt, global. Ob es Unterschiede macht, weiß ich nicht. Vorher waren es 0. Ja, und V-Sync an. Also ich glaube, es kommt echt immer drauf an. Irgendwie hat der Rechner anscheinend immer kurz Schluck auf durch irgendwas, was im Hintergrund läuft. Ich würde es echt wahrscheinlich noch fast auf diese, wie heißen sie jetzt? Auf diese Efficiency Cores schieben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass OBS da drauf läuft. Glaube ich nicht. Würde mich wundern. Aber gut. So. Läuft es hier gerade noch? Ja, jetzt gerade läuft es einigermaßen. Gut. Dann auf zu Jongy Boy und Femboy. Shingsho. Achso, ich muss euch separat ansprechen. Das heißt, ihr werdet nicht aus Marsch getriggert. Nice. Da hinten ist Mika und Noel. Daneben. Ja. Um den Satzbau richtig zu halten. Dabei sind die beiden halt. Da sehe ich, glaube ich, die Ione und ich glaube nicht noch jemanden, oder? Habe ich jetzt gerade... Ich mir das eine, habe ich jetzt gerade leichte Ruckler, wenn ich in-game bei mir gucke. Auf jeden Fall habe ich wieder eine Capture welche jetzt gehabt. Das ist so nervig. Why? Zumindest ist es nur so ein kleiner Ruckler. Damit kann ich vielleicht noch leben. Aber wenn If die you halt ever lange see any andauern, ist es stickers on my nervig. back, do me a So, favor and take gut, them off. Shingsho. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanya are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation?
Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Mhm. Gut. Aha, young Foxy says, always bring with the new ideas. Poetry Gala. Thinking back in my youth, I certainly had stories I could put to paper back then. The world is eternal, but here was ephemeral. Interessant, die haben jetzt andere Texte gerade hier. Du willst nicht reden, das ist super. Huangxi und No Name daneben. Warst du die durchgebrannt ist? Ich bin mir gerade nicht sicher. It's nice to have a chance to write poetry with our friends from Mondstadt. But simply standing at the venue gets boring, so I brought some fruits and vegetables from my hometown to sell. Oh, but if you're looking to talk about poetry, I'm all ears. Mhm. Okay. Ja, so viele Leute sind jetzt irgendwie auch nicht hier. Fairerweise. Und Xiao. Also Xiao Wing. Biao. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Even Stone Gate is bustling now. Now that's aside. You look very child. Why not take a rest? Mhm. Jetzt bin ich mir nicht ein, oder? Jetzt habe ich Ingame wieder so Slow-Mo-Ruckler, oder? Mit V-Sync an. Sollte aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste das Scanlines entgegenwirken. Ja, nicht so wirklich. Los, wieder Einbildung. Ja, kann sein. Ich habe nebenbei den Overclock-Modus vorhin mal irgendwann deaktiviert beim Testen. Vor 2 Stunden oder so. Dadurch habe ich jetzt ja keine 180 Hertz mehr zur Verfügung. Mir kam halt die Idee, ob der Rechner vielleicht damit überfordert ist oder die Monitore irgendwie Störsignale dadurch aussenden, aber es war Schwachsinn im Endeffekt. Läuft nicht wirklich besser. Mit Overclocked aus. Aber 180 werde ich meist eh nicht einstellen und ja, 144 kann ich halt nur, ja, kann ich mit Aufnahmen nicht nehmen. Und auch nur wenn das Spiel 144 quasi unterstützt. Dann macht Sinn. Aber gut. Ich glaube, der Unterschied ist da auch minimal dann in dem Moment. Was wäre eigentlich, wenn ich, was wäre, wenn ich echt einfach mal auf die Idee kommen sollte? Mit, ja, 144, was ist, wenn ich, oh, was wäre, wenn ich, A word of advice, don't break the law. Klappe Risley, was wäre, wenn ich echt mal auf die Idee komme, 144 Hertz zu aktivieren oder 100, warte, was ist denn das Vierfache von 48, 96, 120, 40, 168 wäre das nächste. Und dann, ne, oder? Ja, doch, könnte sein. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn ich eine krumme Zahl zum Aufnehmen nehme, wie 70 oder so, und mich auf 140 cappe. Also auf 144 Hertz stellen, dann G-Sync aktivieren und dann mit 70 aufnehmen. Wäre das ein Plan? Klappt aber halt dann wieder bei Spielen unterhalb nicht. Von daher ist es wieder egal. Dann geht er halt automatisch auf 60 runter. Ach, dann habe ich das gleiche Problem wie sonst. Von daher, egal. So, die Jona. Traveler in Paimon? Ah, I didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around every day, you know. Huh? How do you figure that?
All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Huh, just you wait. I ain't about to mess this up. Frag mich, ob man sie dafür theoretisch verknacken könnte. In Mondstadt. Sabotage des Landeseinkommens oder so. Aber okay. Good luck. Don't overwork yourself. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. Fine, if I have time. Mhm. Jochen. Wer kennt Jochen nicht? Okay. Im Englischen war ja Jochen oder so. Please take a seat wherever you like, bla bla bla. Irgendwas. Help people leave your monster. There sure have similar ways to pass the time. Kann ich noch mit dir reden? Please take a seat, enjoy the scenery, we write a promo too and top it off with the finest drinks. Ja, gut. Die einen haben Haikus und die anderen haben Schlag mich tot. Es ruckelt und ruckelt und ruckelt sich tot. Du, du. Warum? Das ist doch nicht normal. Kann mir keiner sagen, dass es so instabil läuft. Ich meine, es hat wieder aufgehört, aber trotzdem. Wie instabil läuft die Kacke eigentlich? Naja, gut. So, Noel. Oh, it's the traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Are you here as Mondstadt's representatives? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as Sir. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. The important thing is just to participate. This is the first time for everything. Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps. The challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon! Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. I'll teach you both. Take part in the opening event. Ja, okay, gut. Sudden gust of wind. Poems and melodies Okay. wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glaze lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root.
Welcome, one and all, to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's versemonger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words, just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Okay. Beautiful Poetry Riddle. Kann ich erstmal mit euch reden? That was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if I do say so myself. Hutao. We couldn't cajole Adeptus Shao in the end. He said he'd take a peek from the peaks, but that was all he'd agreed to. It's a real shame. I had the perfect poem for his entrance and everything. Okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Aber jetzt müssen die Ruckler mehr oder weniger schnell weg. Ich nehme es zurück. Jule First. Achso, die hängen hier wirklich schon dran. You Poetry Riddle. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. Nee, das war nur Elle, die steht direkt neben uns. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? Ich nehm's zurück. So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Is that it? In a nutshell, yes. Oh, you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing, really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? Well, it can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue.
What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, traveler? I think dandelion is the right answer. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. The important thing is that it's authentic. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Gut, ich muss das Ding erst ansprechen, oder? Jo, das ist gut, dass ich die ansprechen muss mal erst. Denn dann kann ich ja theoretisch jetzt erstmal hier einen Cut setzen. Und morgen weitermachen. Ich wollte zwar eigentlich Akt 1 versuchen durchzubekommen, aber hält mich jetzt auch nichts daran, jetzt das nicht mit drin zu pausieren. Außerdem kann ich noch wieder eine halbe, dreiviertel Stunde rumprobieren mit den Settings. Ich verstehe es halt nicht. Was soll ich noch I machen? once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun. Diesen Satz habe ich schon so oft gehört. Es ist echt mittlerweile nervig. Uff, ich brauche mal was anderes. Gut, dann schneide ich das Ganze dann halt zusammen und sage hier erstmal dann wieder ciao und bis dann, nee, bis Zukunftsuni weitermacht. Ich werde schon Part 1 dann in einem Video machen immer. Also, das Event Part 1 und so weiter. Aber ich nehme die wahrscheinlich nicht alle am Stück komplett auf, dann passt das auch. Gut, dann, ja, ciao und bis, ja, morgen wahrscheinlich. Morgen ist Donnerstag, morgen könnte ich weiter aufnehmen. Sollte hinhauen. So, gut. Zukunftsuni übernimmt einen Tag später und Zukunftsuni hat sehr harte Änderungen vorgenommen. Ja, eigentlich, was heißt sehr hart vor Änderungen? Eigentlich habe ich nur in OBS die Szenenkollektion umgestellt und das war's. Ja. Ne, ich bin jetzt wieder auf die Szenenkollektion gegangen, die im Endeffekt einen Base Canvas von 1080p nimmt. Und da ich jetzt in 1080p aufnehme, brauche ich auch nicht runterscalen. Wie ich vorher von 1440 auf 1080. Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt gestern Abend nur ganz kurz getestet. Da lief zumindest Sonic extrem gut, fand ich. Oder ich war zu müde, um es zu sehen. Ich habe Sonic heute noch nicht getestet. Und ich habe heute dafür, ja, also eigentlich gestern müsste ich jetzt schon sagen. Wir haben es mittlerweile 1 Uhr, ach, 1 Uhr sage ich schon, 0 Uhr 1. Und dementsprechend werde ich jetzt auch nur Part 1 wahrscheinlich beenden und dann mal gucken, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Oberwelterkundung machen. Vielleicht, wobei eigentlich, habe ich überhaupt noch was zum Erkunden? Nee, ich habe doch nur die Quest. Kann ich auch nicht mehr machen dann. Verdammt. Und ich habe gestern die Parts ja, falsch aufgenommen. Ich habe irgendwie einen anderen Audio-Codec benutzt. Das heißt, ich hoffe, wenn ich die Dinger jetzt zusammenschneide und in AVD-Mux in random Audio-Codec raussuche, dass er dann einigermaßen gut klingt. Nicht, dass ich ganzen letzten Jahre jemals auf den Audio-Codec geachtet hätte. Da hatte ich immer diesen FFmpeg, das normale Ding halt. Hab aber halt mit dem neuen Rechner mir mal die ganzen OBS-Guides angeguckt, hab halt diesen Core-Audio-Dingens von Apple installiert auf Umwege und ja, ich höre nicht direkt einen Unterschied raus. Kann in den Kopfhörern liegen, kann in meinen Ohren liegen. Soll aber angeblich besser sein. Glauben wir einfach mal, dass es besser ist. Und was ich jetzt gerade noch geändert habe, ist, dass ich die Fullscreen Optimizations mal wieder deaktiviert habe für Genshin. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. In Anführungsstrichen würde ich sagen, ja. Meine Testroute, die ich abgelaufen bin, die hat diesmal weniger rumgesponnen. Aber gut, Klappe, Variously. Wie will ich ihn... Ach komm. Wie zum Fick will ich ihn abkürzen? Ich will ihn nicht Vario nennen, wie viele meme-mäßig. Andere sagen Risley. Ich finde auch das W am Anfang ein bisschen schwer zu betonen. Vrio. Riot? Riot einfach, ja. Nee. Lee? There are leaves around. Klar, aber wieso müssen die alle loslabern? Wie kürze ich ihn am besten ab?
Kryo Daddy? Nee, lieber nicht. Wesley. Vielleicht Rio. Vielleicht einfach erstmal Rio. Aber Rio ist eine Stadt, also nee, das klingt auch kacke. Fällt mir irgendjemand ein? Nehmen wir nur einfach Wolfi? Nee, klingt blöd. Ach komm, ich habe schon wieder Ruckler bemerkt. Und das sind davon nicht mal... Okay, mittlerweile schon wieder fast 4 Minuten, die ich laber. Oh mein Gott. Ey, das glaubt man gar nicht. Wie schnell halt einfach 4 Minuten um sind. Ich denke so, hier ist doch gar nicht so viel. Ich glaube, die Abschlussarbeit mit den 15 Minuten labern, das könnte doch nicht so schwer werden. Fairerweise ist mir jetzt aufgefallen, ich glaube, die aktuellen Ruckler, die ich jetzt gerade drin habe in Genshin, das sind immer nur dann Ruckler, wenn ich in-game einen Ruckler habe, weil ich kurzzeitig unter 60 tippe. Oder einen ganz kleinen Hänger habe. Für eine Mikrosekunde. Die werde ich auch irgendwie nicht los mit 120 Hertz halt. Also ich werde sie los, glaube ich, aber dafür bräuchte ich Dingens. G-Sync, glaube ich. Habe ich eigentlich? Ich habe noch nicht getestet, wie das Ganze sich jetzt mit V-Sync verhalten würde. V-Sync habe ich aus. Ich lasse es auch erstmal aus. So, gut, bevor ich hier wieder abschweife. Ich muss dann nebenbei immer wieder auf den anderen Monitor jetzt gucken, um zu gucken, ob es einigermaßen läuft heute. Also wie gesagt, Sonic lief eigentlich gestern Abend gut, aber das war um Viertel vor 3, wo ich geguckt habe. Wird doch 2:30 gewesen sein. Aber gut, View Poetry Riddle. Das zweite. This one says, oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Oh, Paimon. You have to look past the surface level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well... Xingqiu just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shinjo's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. This festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Warte mal, Pam hat gesagt, das war eine Krakelschrift. Das heißt, der Autor von den Charakteren, die wir kennen, Xingqiu, er ist ja ein Autor, mit seinem Penname, den ich vergessen habe, der hat eine Schrift, die kaum einer lesen kann. Der arme Schreiberling im Yae Publishing House, der das auf die Druckerpresse quasi hauen muss. Oder setzen muss, wie auch immer das funktioniert in der Welt hier. Uff. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Kann sie auch irgendwas alleine? Wow, gladly. Ha! At least you're nice to Paimon! Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Aha, okay, so. Das nächste, Diona dann, oder wer? Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Ich habe jetzt eher an Sofa-Tisch gedacht, aber okay.
All animals need to eat. The answer must be some other kind of object. It's a chair. Ich war dicht dran. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Ah, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Wenn das jetzt gleich das Ende von Part 1 ist, dann heul ich. Ich glaube, dann werde ich wahrscheinlich einfach noch eine Runde Sonic spielen heute Abend. Wobei dann werde ich mich aufregen müssen. Ah, was singt hier noch? What's got no wings but flies in the air? Never gets tired of floating up there. So full of... Fuck this shit. Never gets tired of floating up there. So full of more it comes out the nose. But in the sea, look, 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 down it goes. What's got no wings but flies in the air? Never gets tired of floating up there. So full of more it comes out the nose. Wie heißt denn das jetzt? Das Ding, was vorne fliegt, ein Vogel? Nee. Anemoslime? Also diese Mini-Ruckler jetzt, die fallen mir jetzt seit gestern wieder extrem auf. Seitdem ich das Ding geändert habe in OBS. Jetzt. Das war sonst nicht so extrem. A word of advice. Ah. Habe ich noch irgendwas geändert seitdem wieder? Eigentlich nicht. Aber gut. Läuft's eigentlich noch? Ich würde sagen, ja. Es sind halt diese Mini-Rooklights, die ich, glaube ich, in-game habe. Wie man jetzt in der Capture gesehen hat. Da ich halt nicht auf beide Bilder gleichzeitig achten kann, ist es halt ein bisschen blöd. Aber gut. So, warte, mit dir habe ich geredet. Dann einfach wieder hierher, würde ich sagen, oder? Oder gibt es noch mehr zum... Egal. Gut. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. They drew Shinchos! Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's
coming forward. I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving, so... Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. Paimon. What is it? Have you got it? Books. Huh? Their screens have got lots of big words baked into them. Every big word that passes through your lips as you read it out makes you smarter. Oh, gotcha! Books! The answer is books! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this! Ahem. Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Leela. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Sag mal, ist die blauhaarige da vorne die aus dem letzten Event? Also, letzten Event vor allem, nee, aus 3.8, aus der Genie-Lampe, Glaslampe, whatever, Lavalampe. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblue. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. Von einem random NPC? Okay. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So,
I'd like to approve the answer from our 2 friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it, Shinjo's caught up to Paimon already. Ja, in Runde 2, Paimon. We're only just getting started. Yeah, you're probably right. Moving now to our 3rd riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. That's Paimon's. They picked Paimon's riddle. What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? Warte, meint sie sich selber? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. What? It's Paimon. It's Paimon. Kein Animo-Slime, okay. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Think about it for a moment. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aww, do you mean it? Can we really add that part? Können wir, aber das macht's viel zu offensichtlich. I can watch for it. Paimon's the best travel companion ever. You think so cute? Kriegt jetzt jeder einen Punkt, oder was? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Ich schon mal so viele Animationen gehabt. Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinjo, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Okay. Jo, voll die geile Party hier. Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon.
Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Chongyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. Sie gerade aus der Schau oder so? Wahrscheinlich. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Tutao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Wow. Genshin Gathering, Quest completed, das war die erste. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 26 Minuten, das hätte ich erst einen Abend noch machen können. Verdammt. Egal. Waterborne Poetry, 100 Pace Hurling Rides. Ach, es gibt die ich Minispiele. Okay. 3 Stück. Ich mag die Animationen irgendwie. Mika und Shingsho, Noel und Chongyun. Ist es jetzt irgendwie Kanon, dass Noel und Mika so ein bisschen rummachen? Stimmt, ich sehe jetzt gerade erst. Eigentlich müsste ich anfangen, Noel zu mainen oder zu bilden. Denn sie hat weiße Haare. Verdammt. Erstmal ein KK-Mains-Bild raussuchen. Vielleicht kann ich ja irgendwie irgendwas zusammenpacken. Ich meine, alternativ als DPS könnte sie halt einfach Ito-Set nehmen. Aber gut. Sie macht trotzdem weniger Damage als Ito wahrscheinlich. Aber egal. So, was gibt's hier? 100 Pace. Achso, das sind alles jetzt. Tingji. Ruiz from Monster seems to be thinking about something. Das bisschen die Wang Shuin. Und Butler from Monster appears to have something on his mind. Mending painting prospects. Kampf-Event. Rätsel-Event. Such-Event. Keine Ahnung.
I once considered keeping some pets in my office, but So, wo ist jetzt die zweite Quest, damit ich nicht aus Versehen reinrenne? it's just Wait not until the right to following. keep Okay, das ist small gut, weil so kann ich animals jetzt where mich they eher won't be able to verpissen. see the sun. Theoretisch und schnell mit den Leuten reden. Mit Venti, der am Saufen ist. Seeing my friends having such a lively discussion, I couldn't help but join in on the fun. Of course, I promised Hu-Tao I'd behave and do my job as a good host. But I really am parched from speaking so much. Ugh, it would be negligent not to wet my whistle. And you know what the best part is? Wine is to the poet's tongue as ink to his pen. So, 2 birds with 1 stone. Okay. So, ist hier noch irgendwo jemand, mit dem man reden kann, der hier rumsteht, rumsitzt, rumgammelt? Oder ist es echt nur Venti jetzt, der da rumsitzt? Ah, ich glaube nur Venti. Gut. Ah, ich nehm's zurück. Die Fullscreen Optimizations haben rein gar nichts gefixt und die 1080p Version, die ich jetzt gerade führe, die hat auch irgendwie nichts gebracht. Wieder ein paar Stunden für umsonst. Ach ja. Aber gut. So, was ist hier jetzt? Also. Server, was zum. Also, Portugal Rewards, die Waffe. Ballad of the Boundless Blue, Energy Recharge. Aha. Azure Skies within 6 seconds after normal or charge attacks hit an opponent. Normal attack damage will be increased by 16% and charge attack damage will be increased by 12% per stack. Max 3 Stacks. 16, 32, 48% Normal Attack Damage. Und 36. Die Waffe ist theoretisch passend für Nivillette und Risley. Weil die Energy Recharge nicht brauchen. Dafür ist aber halt eine hohe Base Attack Waffe, von daher passt das wieder. Wenn man mit denen bursten wollen würde, dann reicht das. Die Passive ist okay. Bei beiden ist die Waffe aber relativ schwach. Ich habe bessere Waffen für beide, von daher, was soll's. Und ja, alle anderen Charaktere, die ich gerade hätte, ich glaube, die können damit nicht viel anfangen. Die Waffe taugt echt nur für die beiden was. Oder fällt mir noch irgendjemand ein? Nö, irgendwie nicht. Wahrscheinlich werde ich sie trotzdem auf Level 90 bringen, damit ich weniger Bücher ausgeben muss, falls sie doch mal irgendwann eines Tages nutzen kann. Irgendwie schade, dass ich Dodo-Hotels nicht auf Max-Level gebracht habe. Aber gut, was soll's. So, Portugala. Gathering. Part 2. Und dann Part 3. Okay, gut. You take an inspiration walk while enjoying the scenery as you share your part with each other. There seems to be a faint sense of sorrow amidst the joyful laughter. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ich nicht die Quest triggere. Aber ich will bis 8 Uhr warten noch eben, damit ich das mitnehmen kann. Zack. Falscher Bereich. Da, Time. Zack. Achso, es war schon nach. Ach so, warte, ich musste einen ganzen Tag durchwarten, oder? Ja, es war schon nach Mitternacht. Gut. So. Ja. Gut, Palmer, aber los. Looks like it's about time to head over to the venue again. I'm still curious what Changyun saw the other day. Gut, ja, was ich noch testen könnte, wäre natürlich gleich eventuell. Achso, ja gut, kann ich mir Daily Quest sparen. Oder ist da irgendwas bei, was ich noch nicht habe? Daily Quest, mal gucken. Nö. Antoine Roger Aircraft. Impeccable Defense, Emergency für Schneido. Gut, kann ich mir sparen heute. Nice. Tears Among the Leaves. Deswegen sage ich immer Screen Tearing, weil ich an Tears denke. Und nicht an Tears. Among the Leaves.
Dann sage ich auch Screen Tearing, nicht Screen Tearing. Ach, aber diese dummen Wörter, die dann irgendwie anders ausgesprochen werden. Das sind die Minispiele, das ist Morty Risley Quest. Die geht mir auf den Sack, dass die mal angedeutet wird, dass ich sie aktivieren soll. Aber gut. So, Daily Gedöns, bla, passt. Ja, dann mache ich morgen wahrscheinlich weiter. Muss ich mal gucken. Es ist 12:30. Entweder versuche ich eher ins Bett zu gehen oder ich gehe jetzt für eine Woche auf kompletten Nachtmodus. Ich muss mal gucken, was sich eher anbietet. Aber, naja, passt schon. Gut, und ich muss halt gucken, wie ich jetzt mit OBS weiter verfahre, weil das hat auch nichts geholfen. Also im Endeffekt die Fullscreen Optimizations, dann kann ich auch wieder aktivieren. Gut, noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Dann würde ich jetzt mich erstmal Ciao sagen und ja, bis dann.